Hallo zusammen! Heute zeige ich euch ein richtig leckeres Rezept. Eine himmlische Roulade, die ihr unbedingt probieren müsst. Meine Stimme klingt zwar noch etwas angeschlagen, ich war nämlich letzte Woche krank, aber ich wollte es mir trotzdem nicht nehmen lassen, dieses tolle Rezept mit euch zu teilen. Für dieses Rezept brauchen wir zum Glück nicht viele Zutaten. Es ist also perfekt, wenn es mal schnell gehen soll oder man spontan Lust auf etwas Süßes hat. Zuerst kommen 6 Eier in die Schüssel. Jetzt geben wir 130 Gramm Xylit zu unserer Eiermasse. So bekommt der Biskuit die perfekte Süße, ganz ohne herkömmlichen Zucker. Die beiden Zutaten werden jetzt für 5 Minuten kräftig schaumig gerührt. Wenn die Masse jetzt schön hell und cremig ist, dann sieben wir 2 Packungen Vanillepulver, also insgesamt 74 Gramm dazu. Danach wird der Teig nochmals kräftig für ca. 2 bis 3 Minuten verrührt, bis er schön glatt und geschmeidig ist. Ich hoffe, meine etwas angeschlagene Stimme stört nicht allzu sehr, aber ich wollte dieses Rezept unbedingt mit euch teilen. Die Füllung mit den frischen Früchten passt nämlich perfekt zur aktuellen Saison. Wenn eure Masse jetzt schön hell und schaumig ist, dann ist sie auch schon fertig. Die Masse ist recht flüssig, lässt sich also ganz einfach direkt auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech gießen. Danach einfach gleichmäßig verstreichen, damit der Teig überall gleich dick ist und schön gleichmäßig backt. Jetzt kommt der Teig für etwa 15 Minuten bei 200 Grad Heißluft in den Ofen. Ich werfe zwischendurch immer wieder einen Blick hinein und prüfe, ob sich das Backpapier schon leicht vom Teig löst. Das ist ein super Hinweis dafür, dass der Biskuit durchgebacken ist. Sobald der Biskuit fertig ist, braucht ihr ein sauberes Geschirrtuch. Das spritzt ihr leicht mit Wasser an, damit der Teig beim Einrollen nicht bricht. Jetzt wird auch das Backpapier vorsichtig vom Teig abgezogen. Das sollte in der Regel ganz leicht gehen, wenn der Teig gut durchgebacken ist. Und dann kann die Roulade auch schon vorsichtig eingerollt werden, solange sie noch heiß ist. So behält sie nämlich später eine schöne Form und bricht nicht. Während die Roulade jetzt in aller Ruhe auskühlt, kümmern wir uns schon um die Füllung. Die Beeren sind bereits gewaschen und die Erdbeeren, die schneiden wir jetzt noch in kleine Würfel. So, bevor wir uns an die Creme machen, zeige ich euch kurz den Teig und wie ihr seht, ist er wunderbar weich geblieben und beim Einrollen nicht gebrochen. So soll es sein. Als nächstes schlagen wir die vegane Schlagsahne auf. Ich gebe dabei etwa 3 Esslöffel Xylit in Staubzuckerform dazu, damit die Creme eine feine Süße bekommt. Ich finde, die vegane Variante funktioniert hier richtig gut. Sie wird sogar fester als klassische Schlagowas und lässt sich wunderbar verarbeiten. Seht ihr? Jetzt
streichen wir die Creme gleichmäßig auf den ausgekühlten Teig. Den unteren Rand lasse ich dabei bewusst frei, sonst würde beim Einrollen zu viel Creme herausgedrückt werden und das wollen wir natürlich nicht. Jetzt verteilen wir noch die vorbereiteten Früchte gleichmäßig auf der Creme und dann kann die Roulade auch schon vorsichtig eingerollt werden. Zum Schluss könnt ihr die Roulade ganz nach Lust und Laune verfeinern, entweder mit der übrigen Creme rundherum bestreichen oder einfach mit etwas Xylit-Puderzucker bestreuen. So oder so, sie sieht toll aus und schmeckt herrlich frisch. Hat euch unser Video gefallen, dann lasst uns gerne ein Like da und abonniere unseren Kanal.